Schnelles Geld online. Schauen Sie sich dieses Video aufmerksam an und machen Sie es mehr nach. Und Sie werden schon heute Ihren ersten 1000 Dollar verdienen. Hallo liebe Freunde, unsere heutige Handelsplattform ist einem schönen Indikator namens Moving Average gewidmet und es handelt sich um die Plattform Quotex. Ich weiß, dass viele diese Plattform verwenden, also werde ich heute versuchen, hier zu handeln. In der Zwischenzeit, wenn Sie einen zuverlässigen und bezahlbaren Broker brauchen, ist der Link zu meiner Handelsplattform in dem angehefteten Kommentar. Ich handle meistens dort. Unser heutiger Auftrag ist sehr einfach. Einige einfache Geschäfte mit diesem großartigen Indikator zu machen. Sie haben wahrscheinlich eine Reihe von Videos über diesen Indikator gesehen. Heute werde ich Ihnen von einer untypischen Art der Verwendung erzählen und wir werden diesen Indikator grundlegender kennenlernen. Los geht's! Löschen wir alles und fügen wir es wieder hinzu. Wir brauchen den Indikator Moving Average, also suchen wir das Indikatorenmenü und klicken auf MA. Die Periode ist 12 hier. Wir färben sie blau und etwas dicker. Lassen Sie mich es sehr schnell machen. Etwa so. Der zweite Indikator, der gleiche MA, aber mit einer Periode von 25 noch dicker und lassen wir in Rot. Was ist eine Moving Average? Wir haben den ersten Indikator mit einer Periode von 12, die blaue Linie. Er zeigt einen durchschnittlichen Preiswert innerhalb der letzten 12 Kerzen an. Wir nehmen 12 Kerzen, Informationen über ihre Eröffnung oder ihr Ende oder einen Durchschnittswert. Die Linie wird entsprechend diese Informationen angezeigt. Da diese 12 Kerzen berücksichtigt, ist sie ziemlich schnell, dynamisch und ändert sich ständig in Abhängigkeit vom Preis. Wir haben jedoch auch eine gleitende Durchschnittslinie mit einer Periode von 25. Das heißt, sie berücksichtigt die letzten 25 Kerzen und ist daher schwerer und weniger aktiv. Diese beiden Linien kreuzen sich also recht häufig, falls Sie nicht wissen, was diese Überschneidungen bedeuten. Erstens, wenn die schnelle blaue Linie die langsame rote Linie nach oben kreuzt, ist das Signal für einen Trendwechsel von fallend zu steigend. Nach diesem Signal machen wir entweder sofort ein Geschäft für einen Anstieg oder suchen nach einem Einstiegsmoment. Das gleiche geschieht bei einem Verkaufssignal. Wir versuchen, solche Situationen mit vielen Kreuzungen zu vermeiden, da sie falsche Signale geben, da es sich um eine flache Bewegung handelt, innerhalb derer wir nicht handeln sollten, zumindest mit dieser Strategie. Das Verkaufssignal sieht ähnlich aus. Zwei Linien kreuzen sich. Über diese Mal kreuzt die schnelle blaue Linie die langsame rote Linie nach unten. Dies ist ein Signal, das einen Abwärtstrend bestätigt. Deshalb steigen wir entweder sofort nach der Kreuzung ein oder wir warten auf den perfekten Zeitpunkt. Ich glaube, wir haben das geklärt. Kommen wir nun zum Handel. Ich werde versuchen, einige Deals im Detail zu kommentieren und generell die normale technische Analyse anzuwenden, um keine dummen Fehler zu machen. Also, los geht's. Also, wir sehen jetzt eine Kreuzung. Wie ich bereits sagte, lag die blaue Linie eine Zeit lang über der roten. Die Linie des schnell gleitenden Durchschnitts lag über der langsamen. Und in diesem Moment sehen wir, dass der Preis schnell unter diese beiden Niveaus fehlt und sich dort festsitzt. Dabei kreuzt die blaue Linie die rote Linie nach unten, was den Beginn eines Abwärtstrends bestätigt.
Die Abwärtsbewegung hat bereits begonnen. Die Kreuzung bestätigt lediglich den lokalen Trendwechsel. Vorher gab es einen Aufwärtstrend, jetzt warten wir auf einen Abwärtstrend. Ich hoffe, das ist klar. Im Moment holt diese grüne Kerze ein wenig zurück, aber das ist okay. Wir machen einen weiteren $1000 Deal zur Senkung und warten und beobachten. Im Grunde genommen kompensieren wir mit diesem Deal den vorherigen Verlust. Man kann mit dieser Strategie handeln, indem man sich auf Signale verlässt, aber wenn Sie die Grundlagen der technischen Analyse kennen, ist es sicherer, auf einen besseren Moment zu warten, um ein Geschäft zu eröffnen. Sie können natürlich auch sofort nach einer Kreuzung einsteigen. Aber bedenken Sie, dass Sie manchmal auf einen besseren Zeitpunkt warten und ein paar zusätzliche Geschäfte tätigen müssen, um ein erstes verlorenes Geschäft zu kompensieren, das nicht genug Zeit hatte, um mit Gewinn zu schließen. Das ist völlig normal, denn wir handeln mit einer exakten Verfallszeit im Moment 1 Minute. Hier kann man mit einer Ablaufzeit von 2, 3, 4 Minuten handeln, wenn man sich sicher ist, dass der Trend bestätigt wird. Also, in dieser Situation verdienen wir $930 minus $500 vom ersten Verlust. Wir erhalten einen Nettogewinn von $430. Super! Und wir kehren zum ursprünglichen Wert des Deals zurück. Wenn wir Grafik nochmal analysieren, können wir sehen, dass sich vom Widerstandsniveau aus umgekehrt hat. Hier gibt es auch eine Unterstützungsebene, auf die sich die Grafik zu bewegt, und hier ist ein lokales Niveau, auf das der Preis zugehen könnte, und hier ist ein weiteres. Genau hier befinden wir uns im Moment. Nachdem der Kurs dieses Niveau durchbrochen hat, wird er also weiterfallen. Lassen Sie uns hier ein Geschäft zur Senkung eröffnen. Ich hoffe wirklich, dass der Markt nach unten gehen wird. Lassen Sie mich erklären, was ich damit meine, einen besseren Zeitpunkt für den Anstieg zu finden. Viele sind vielleicht verwirrt, was das bedeutet. Lassen Sie mich im Detail erklären, was ich meine. Der Markt reagiert vielleicht sofort nach einer Überschreitung, aber das ist nicht immer der Fall. Nicht jedes Geschäft, das nach einer Kreuzung eröffnet wird, schließt sofort mit Gewinn. Aber wie können wir unsere Gewinnquote erhöhen? Was ist eine weitere Option? Wie können wir mehr gewinnbringende Geschäfte abschließen? Das ist ganz einfach, denn die Linie des gleitenden Durchschnitts wird für einen beliebten Zeitrahmen festgelegt. 12, 25, manchmal 50. Das wäre dann eine dicke, gleichmäßige Linie. Natürlich arbeiten viele Trader mit diesen Linien. Diese Linien können für uns Widerstand oder Unterstützung sein. Es kommt darauf an, wo sich die Grafik in Bezug auf die Linie befindet. Hier haben wir zum Beispiel kein Risiko eingegangen, indem wir sofort eingestiegen sind. Wann steigen wir also ein? Erste Möglichkeit, wir warten, bis der Kurs die blaue Linie berührt. Zweite Möglichkeit, wir warten, bis der Preis die rote Linie berührt. Die Grafik kann mit diesen Linien interagieren. Wenn wir also nach einiger Zeit feststellen, dass der Trend ansteigt, warten wir einen Moment, um auf Kaufen zu klicken, warten darauf, dass die Grafik eine der Linien berührt, und erst nachdem wir das Niveau getestet haben, eröffnen wir ein Geschäft zum Kauf oder zum Verkauf, wie jetzt, da wir die rote Linie berührt haben und nun bereit sind, die Abwärtsbewegung beizubehalten. Ungefähr so. Das ist natürlich ein kleines Geheimnis zwischen euch und mir. Wenden Sie es also in der Praxis an. Es ist ein nützliches Werkzeug, das einen Gewinn bringen kann. Also Leute, lasst uns das letzte Geschäft eröffnen. Das ist nicht die schlimmste Situation, das kann man ausarbeiten. Hier gab es eine schöne steigende Bewegung und ein schönes Signal zum Kauf. Es gab auch ein Verkaufssignal, eine längere Korrektur, die unter die beiden Mittellinien ging.
Danach stieg der Markt wieder an. Hier ist die Kreuzung. Jetzt testet der Preis die blaue Linie. Und wir sehen dieses interessante Muster, den Hammer. Es handelt sich um eine Kerze mit einem winzigen Körper und einem langen Abwärtsschatten, wie hier. Dies deutet auf die Anwesenheit eines Käufers hin, der daran interessiert ist, den Markt nach oben zu treiben. Aus diesem Grund erschien diese schöne grüne Kerze direkt nach diesem Muster. Und unser Geschäft schließt erstaunliche Mitgewinn ab. Also Freunde, das war das letzte Geschäft. Wir haben gut verdient. Ich hoffe, Sie haben aus diesem Video eine Menge nützliche Dinge gelernt. Vergessen Sie also nicht mehr zu folgen. Und vergessen Sie nicht, dass ich einen kostenlosen Telegram-Kanal habe mit kostenlosen Telegram-Signalen. Sie können versuchen zu handeln, indem Sie meine Deals kopieren, Ihre Strategie mit meiner kombinieren und neben dem Geldverdienen auch eigene Schlussfolgerungen vorzusehen.